Heute bin ich mit der Brockenbahn unterwegs. Eins der ältesten Bahnliniennetze in Deutschland. Das ist alte Technologie, die immer noch funktioniert. Da sind 700 PS drin und die ziehen 100 Tonnen, 34 Kilometer den Berg hoch. Ja, guck mal, Bahnnostalgie pur. Aber darf man nicht vergessen, da arbeiten auch 260 Mitarbeiterinnen, um die Loks am Laufen zu halten. Aber da drin steckt nicht nur alte Technologie, kommt man mit auf die Rückseite, die Tenderseite. Da ist neueste Technik mit verbaut, die auch ESA und NASA benutzen, also Luft- und Raumfahrttechnik. Und wer mir mehr dazu sagen kann, ist der Norm. Du bist der Eisenbahnbetriebsleiter hier und bist schon mit 23 Jahren Dampflokführer geworden. Wie oft fährst du jetzt mit der noch hoch auf den Brocken? 3, 4, 5 Mal im Jahr gönne ich mir das durchaus. Wie innovativ kann ein Bahnbetrieb sein, der auf 150 Jahre alte Technik setzt? Ja, da müssen wir natürlich mit der Zeit gehen und die Zeit verändert sich. Es gibt verschiedene Herausforderungen bei der Technik. Das ist jetzt eure neue Halle hier. Schick und sauber, muss ich sagen. Ja? Das soll auch so bleiben. Aber trotzdem, ja. Bis gleich. Bis später. Und bei mir dazugekommen ist Christian. Du bist der kaufmännische Leiter in der Schmalspurbahn hier. Welche Herausforderungen hast du denn jetzt hier im Dampflokbetrieb? Wir sind ein Unternehmen mit traditionsbewusstem Inhalt. Alte Dampflokomotiven, die unter Denkmalschutz stehen, in einer kleinen, aber sehr schönen Stadt in Wernigerode. Aber wir müssen Personal binden und wir müssen Personal erstmal bekommen. Wir bilden Industriemechaniker, also Handwerk aus. Wir bilden Kaufleute aus. Kaufleute für Verkehrsservice haben wir eingeführt hier bei uns im Unternehmen. Gab es vorher im Landkreis noch nicht, machen wir jetzt. Wir haben eine Gesundheitsplattform mit vielen Angeboten für die Mitarbeitenden. Aber noch viel wichtiger ist die Bindung im Unternehmen. Also wir sorgen dafür, dass ältere Mitarbeiter mit den Jüngeren in Kontakt kommen. Das ist ja echt beeindruckend hier. Wie gelingt es euch jetzt, diese alte Lok in die Zukunft zu bringen? Es muss natürlich auch immer genügend Leute geben, die es interessiert, die Arbeit zu machen. Natürlich auch immer genügend Leute geben, die interessiert sind, die Eisenbahn durch den Harz fahren zu sehen. Und wir müssen natürlich auch schauen, wenn wir mal in Richtung Kohle denken, wie kommen wir da ans Ziel? Und da sind wir jetzt tatsächlich bei Pyrolysekohle gelandet. Was bedeutet? Das ist Biokohle. Wir haben also diverseste Holzabfälle in Deutschland. Beispielsweise hat sich jetzt ein Küchenproduzent gemeldet, hier aus Sachsen-Anhalt. Und der hat so viele Sägespäne, die er entsorgen muss. Und dieses Material kann man pyrolysieren und das Ganze dann in Briketts pressen. Das Ganze gilt dann halt als Biokohle, weil entsorgt werden hätte das Holz ja trotzdem müssen. Und zum anderen, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Wir haben hier eine Lokomotive, die hat 8 Jahre Dienst hinter sich. Die war jetzt noch ein paar Jahre abgestellt seit 2013. Okay. Und die wird jetzt wieder aufgearbeitet. Und das heißt, alle Teile müssen demontiert werden. Das sind so in Summe ungefähr um die 4000 Stück. 4000 Teile. 4000 Teile. Hier sieht man da so mal ein paar Beispiele. Und jedes Teil einzeln muss dann begutachtet werden. Ihr nehmt also die Bahn komplett auseinander, bis zur letzten Schraube? Bis zur letzten Schraube, alles in Einzelteilen und verstreuen die einmal hier in dieser Werkstatt. Die ist Baujahr 1956. Die haben schon einige Kilometer auf dem Buckel. Aber es ist halt ein Klumpen Metall und ein Klumpen Metall kann man immer wieder aufarbeiten. Du erfüllst mir einen Jugendtraum, wenn ich da mal rein darf. Dann lass uns da mal hochgehen. Geh ich mal vor. Hier sehen wir, haben wir knapp 13 Bar. Das ist also ein guter Betriebsdruck. Damit könnten wir jetzt hier losfahren. Das ist 150 Jahre alte Technik. Das ist 150 Jahre alte Technik.